In irgendeinem Moment habe ich verstanden, dass ohne Musik oder dass ich ohne dem Klavier eigentlich nur eine halbe Persönlichkeit bin, dass ich nur einen halben Mensch oder nur ein Schatten von mir selbst bin. Und das war für mich irgendwie die Kreuzung der Wege, wo ich mich dann wirklich entschieden habe, ich kann jetzt ohne Musik doch gar nicht leben. So sagte Beethoven, es muss sein. Und es musste sein bei mir. Ich bin in Zagreb in Kroatien geboren. Mein Vater ist Kroate, meine Mutter ist italienischer Herkunft. Ich bin praktisch unter dem Flügel von meinen Eltern groß geworden. Meine beiden Eltern waren Pianisten. Es waren bei uns zu Hause ständig und immer Studenten oder Kammermusikpartner. Ich war ein bisschen neugierig und ein wenig eifersüchtig auf diese ganzen Leute, die Klavier spielen dürften. Ich glaube, dass jede Kunst geschafft ist, um mit den Leuten geteilt zu werden. So ist es auch mit der Musik. Für mich ist die Präsenz des Publikums äußerst wichtig. Nicht nur, weil wir diese Präsenz als Künstler oder als Musiker brauchen, sondern ich würde sagen auch, dass das Publikum der unsichtbare Musiker ist. Wenn man als Musiker auf der Bühne ist, man spürt die Reaktion des Publikums, man spürt das Mitatmen, das Mitdenken, das Mitfühlen. Und dieses Moment vom Kontakt ist sehr, sehr wichtig. Das absolute Glück in meinem Beruf ist dieses Moment von Freiheit auf der Bühne. Es passieren manchmal solche Konzerte, wo die Konstellation perfekt ist. Das Publikum ist still, aber konzentriert gleichzeitig. Der Flügel ist wunderbar gestimmt. Man hat genug geschlafen, aber nicht allzu viel. Man ist gesund. Man fühlt sich konzentriert, aber nicht zu gestresst. Und dann kommt diese wunderbare Konstellation von absoluter Freiheit. Und ich glaube, diese Momente sind es wert, Tagen, Stunden, Wochen, Jahren lang dafür zu arbeiten. Franz Liszt hat mich persönlich ganz besonders als so eine vielschichtige Person beeindruckt. Der war nicht nur ein Mensch, der natürlich außerordentlich gut Klavier spielen konnte, aber er war ein hochintellektueller Mensch, ein hochgeistiger Mensch, der sich wirklich auch für die Welt und für die Menschen interessiert hat. Mich hat ganz besonders ein Satz von Goethe inspiriert, der sagt, wo viel Licht ist, ist starker Schatten. Und ich spiele sehr viel mit den Kontrasten, diese großen Elementen von sehr großem Klang, von diesen großen Klangwogen, die fast architektonisch sind, die dann einen enormen Schatten werfen, wo man danach wirklich auch starke Kontraste von Licht und von ganz sanfter Pianissimus braucht, damit das Ganze auch architektonisch oder fast wie eine Skulptur zur Geltung kommen kann. Also Liszt's Mittel sind natürlich immer sehr unterschiedliche und letzten Endes ist es einen individuellen Weg für jeden Pianisten oder für jeden Künstler, das eben zu interpretieren oder das zur Geltung zu bringen. Ich finde, er hat eine ganz besondere Art, um die menschliche Sprache wieder ins Flügel zu bringen. Eigene Technik war ein Wunder, war fantastisch, es war wunderbar. Aber was er später in der Musik damit gemacht hat, wie er diese Technik benutzt hat und wie man die heutzutage nutzt, um gewisse Sachen darzustellen, das ist gerade was interessant ist. Zu spielen ist auf jeden Fall eine lebenslange Aufgabe.